Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super schönen Anleitung. Ich zeige euch heute einen Schal gehäkelt aus einer Luftmaschenkette. Ich habe vorher das gesamte Knäuel einmal zu einer Luftmaschenkette gehäkelt. Wir haben hier ein Mega Color Knäuel von Rico Design in rosa mit diesem schönen Farbverlauf drin, von dem dunkleren Ton hier zu dem ganz hellen hier an dieser Seite. Und ich habe das dann einmal mit der 6er Nadel zur Luftmaschenkette gehäkelt und dann mit meiner 10er Nadel weiter gehäkelt in einem ganz einfachen V-Muster. Und beides zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Ganz viel Spaß dabei! Diese Anleitung und viele weitere findet ihr in unserem Online-Shop. Und Mitglieder erhalten dort weitere Vorteile. So ihr Lieben, bevor es tatsächlich mit dem Häkeln losgeht, stelle ich euch natürlich einmal die Wolle vor und zeige euch, wie ich die Wolle vorbereitet habe. Ich habe hier die Mega Color von Rico Design, habe ich bei Rossmann gekauft. Hier seht ihr einmal den Farbverlauf an der Seite. Und wir haben hier 100 Gramm auf 250 Meter. 80% Polyacryl, 20% Wolle, eigentlich für 6er bis 7er Nadeln. Ich werde hier aber natürlich deutlich gröber häkeln. Aber erstmal kommt doch nochmal die 6er Nadel gleich zum Einsatz. Farbe ist die Nummer 32 und ich werde jetzt aus dem gesamten Knäuel erstmal eine lange Luftmaschenkette häkeln. Einen kleinen Teil hier habe ich schon mal rausgeholt, den hatte ich ja im Haul-Video auch ein bisschen angetestet. Und ich starte einfach hier am Anfang der Wolle mit den Luftmaschen und sorge so dafür, dass eben aus dieser auch nicht unbedingt dünnen Wolle, aber eben aus dieser 6er Wolle nochmal deutlich dickere Wolle wird. Und zwar Wolle, die ich dann mit meiner 10er oder 12er Nadel verarbeiten werde. Ihr seht, das Ganze geht recht fix von der Hand. Ich häkel das einmal komplett durch. Und dann sehen wir uns gleich mit einem anderen Knäuel wieder. So ihr Lieben, inzwischen ist aus dem ersten Knäuel bzw. aus dem Cake ein neues Knäuel geworden. Ihr seht, ich habe die Wolle auch aufgerollt und es ist einfach eine mega lange Luftmaschenkette. Und mit der häkel ich jetzt weiter. Ich habe jetzt hier meine 10er Nadel. Und mit der schlage ich als erstes einmal eine Luftmaschenkette an. Und zwar ein Vielfaches von 3 plus 1. Das werden bei mir 13 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da seht ihr das Ganze schon einmal mit einer richtig schönen Struktur. Ein bisschen Wolle abwickeln. Ich lasse die ersten 4 Maschen aus, 3 für die Höhe, einen schon für den Abstand. Und starte damit Faust zu häkeln. Die Faust bestehen immer aus 2 Stäbchen. Erstes Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann ein zweites Stäbchen. Und dann lassen wir 2 Luftmaschen aus. 1, 2 und wiederholen das Ganze. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Hier seht ihr schon die ersten 2 Vs und ihr seht auch schon, wie groß das Ganze tatsächlich wird. Dann wieder 2 Luftmaschen auslassen, das Ganze wiederholen. Und dann habe ich nur noch 2 Luftmaschen übrig und eine davon lasse ich aus. Und in die letzte Luftmasche häkle ich noch ein einzelnes Stäbchen hinein. Und bin dann fertig mit meiner ersten Reihe. Hier am Anfang die Luftmaschenkette, hier am Ende das Stäbchen und dazwischen 3 Vs. Für die zweite Reihe starte ich dann wieder mit 3 Luftmaschen, drehe alles einmal um und häkel jetzt einfach immer um die Luftmaschen der Vs herum neue Vs. Super simpel. Hier seht ihr, wie das Ganze schön aufeinander aufbaut. Und das einmal bei allen 3 Vs. Die Reihe ist also wirklich recht kurz. Und ihr seht auch schon, wie groß das Ganze schon nach 2 Reihen wird. Aber auch richtig schön leicht und locker, weil die Luftmaschenkette eben auch wirklich schön luftig gehäkelt ist. Das häkle ich jetzt noch mal ein paar Reihen weiter und zeige euch dann natürlich noch mal ein Update.
So ihr Lieben, hier habe ich jetzt das Update für euch und ich bin ja hier mit der wirklich einfarbigen Wolle gestartet. Dann kamen immer mehr helle Fäden dazu und hier haben wir dann schon die zweite Farbebene erreicht, wo nur noch einer von den dunklen Fäden dabei ist. Das Ganze geht wirklich super schnell und einfach von der Hand und ich häkel das jetzt noch über den Rest der Wolle fertig. Inzwischen bin ich tatsächlich hier am Ende angekommen. Ich habe noch ein bisschen Material übrig, das würde jetzt nicht mehr für eine komplette weitere Reihe reichen. Und ihr seht hier nochmal die letzte Farbänderung. Von dem Rosa ist es nochmal ein Stückchen heller geworden. Die größte Änderung haben wir natürlich vom Anfang zur Mitte. Hier ist es dann doch etwas unscheinbarer. Ich ziehe das Ganze jetzt hier oben einmal groß raus und kürze den Faden einmal. Hier durchaus ein bisschen mehr abschneiden, beziehungsweise darauf achten, dass ihr trotzdem noch eben genug habt, um es nochmal hier festzuziehen, damit es hier dann auch tatsächlich vernäht werden kann. Einfach mit einer großen Vernähnadel vernähen und schon ist der Schal dann auch fertig. Wirklich super, super niedlich in diesen schönen Farben und eben mit dieser ganz besonderen Struktur mit der XXL Luftmaschenkette. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!